Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch das hindurchzugeben, was in diesem Moment, genau diesem jetzigen Moment für dich, für euch von Bedeutung ist. Wir sprachen über Verantwortung. Wir sprachen über die Wichtigkeit für sich selbst und nur für sich selbst zu entscheiden, wie das Leben gelebt werden will. Für sich selbst in der primären Erlebens- und Erfahrungswelt zu sein, die eigene Energie zu wählen, den eigenen Lebensweg zu wissen als die primäre Wahl. Aus dieser Wahl heraus ergibt sich, dass Menschen, die anders für sich wählen, eine andere Erfahrung bevorzugen. Wir laden dich und euch also dazu ein, die anderen Menschen in ihrer Erfahrung zu lassen. Wir laden dich und euch dazu ein, zu erkennen, dass auch in dieser anderen Erfahrung, auch in diesem nicht für sich Verantwortung übernehmen, so dies der Fall bei jemandem ist, in deinem, in eurem Umfeld, dass auch in diesem Wählen ein bewusstes Erleben liegt. Das bewusste Erleben ist das göttliche Erleben durch diesen Menschen hindurch. Das Göttliche erlebt bewusst diesen menschlichen Ausdruck, selbst wenn und auch wenn der Mensch dies nicht bewusst erlebt. Denn das Göttliche, das ich in dem Menschlichen erfahren möchte, wählt bewusst als Menschliches nicht bewusst zu sein, um diese Erfahrung des Nichtbewusstseins machen zu können. Was abstrakt klingt, ist in der Praxis einfach. Jeder Mensch ist eine der 1000 Möglichkeiten, Leben auf Erden zu leben und zu erleben. Du bist als Individuum eine Möglichkeit und lebst eine Möglichkeit in Intensität, in Form, in Hier und Jetzt Bewusstsein. Dies ist nicht die einzige Möglichkeit, es ist deine Wahl. All die anderen Wahlen sind dafür da, dass du sie sein lässt, sie anerkennst als eine Wahl, die du auch getroffen hast, die du auch lebst, von der du glücklich bist, sie nicht primär zu erleben und sie doch erleben zu können. Du bezeugst also, was es bedeutet, eine solche andere Wahl zu erleben. Du kannst dir dadurch besser vorstellen, wie es ist, diese Wahl zu leben und zu erleben. Und so fällt es dir leichter, dich in deiner Wahl erneut zu wählen, dein Erleben erneut zu wählen, das andere nicht in dein primäres Erleben hinein zu befördern, hinein zu wünschen, hinein abzulehnen. Denn überall dort, wo Verdichtung stattfindet über Wunsch oder Ablehnung, ziehst du dies wie magnetisch in dein Leben hinein. Denn Energie bündelt sich dort und wo sich Energie bündelt, verdichtet sich Erleben, verdichtet sich Schwingung in Materie. Und aus dieser Verdichtung heraus erlebst du in Dreidimensionalität auf Erden. Durch das Bezeugen verschiedener Lebensentwürfe fällt es dir mehr und mehr leichter,
all diese Lebensentwürfe stehen zu lassen, so wie sie sind, sein zu lassen, so wie sie sind, ihnen zu erlauben, gleichzeitig zu existieren. Der Mensch, der mit seinem Lebensentwurf so glücklich ist, dass er allen Menschen in diesen Lebensentwurf verhelfen will, er missachtet die Gleichzeitigkeit aller Möglichkeiten. Er verdichtet das Universum in die eine einzige Möglichkeit hinein. Dies wird ihm nicht gelingen. Doch bei dem Versuch, das Universum in eine einzige, die für sich als am besten empfundene Möglichkeit zu zwingen, verändert sich die Schwingung diesesjenigen. Sie verdichtet sich in eine wertende Ablehnung allem gegenüber, was nicht so ist, wie es sein soll. Die Schwingung verdichtet sich von der reinen Liebe und dem allumfassenden, allumarmenden, allerlaubenden Sein hinein in eine Abtrennung, in eine Ausschließlichkeit. Überall dort, wo ausgeschlossen wird, ist nicht die Liebe für alles, was ist das Aussortieren und Einsortieren, ist der Verstand am Wirken in seiner trennenden, nicht seiner unterstützenden Weise. Alles das, was dich und euch umgibt, lädt dich und euch ein, zu erkennen, dass auch ihr dies seid. Erst in dem Erkennen könnt ihr es loslassen, könnt ihr es sein lassen. Lehnt ihr einen Teil von euch, vom Allsein ab, so findet sich dieser in eben noch dichterer Wirklichkeit in eurem Erleben. Wir sagen damit nicht, ihr kreiert euch das, was in eurem Leben ist, wie eine Drohung. Ihr kreiert euch das, was ihr nicht wollt, also hört auf, es nicht zu wollen. Wir sagen, erlaubt euch zu erkennen, dass ihr bestimmte Dinge nicht wollt. Aus diesem Erlauben heraus befreit ihr das Wollen in ein Sein lassen. Willst du etwas nicht, so willst du es nicht. Erlaubst du dir es nicht zu wollen, so löst sich die Verdichtung um dieses Nicht-Wollen, um diese Verdichtung. Es löst sich die Verdichtung in ein Erlauben. Wann immer du also merkst, dass du an irgendetwas anhaftest, sei es eine Idee, sei es eine Identifikation, sei es eine Vorstellung von richtig und falsch, von gut, nicht gut, wann immer du an irgendetwas anhaftest, erlaube dir deine Anhaftung. Erkenne an, dass du das für dich gewählt hast, diese Erfahrung der Verdichtung, diese Wirklichkeit von richtig und falsch. Erkenne dich in deiner Wahl an, erlaube dir, dass auch dies eine Möglichkeit ist, die dir offen steht. Wir wissen, dass viel Fortschritt gemacht werden kann über das Ablehnen von Dunkelheit und das Befürworten von Licht und Reinheit und Schönheit. Es gibt nichts einzuwenden gegen das Ja sagen zum Licht,
zur Reinheit, zur Schönheit, zur Liebe, zur Glückseligkeit, zum Wissen, dass alles für dich geschieht. Es gibt nichts dagegen einzuwenden. Ebenso wenig gibt es dagegen einzuwenden, Dinge auf andere Art und Weise, Realitäten auf andere Art und Weise wahrzunehmen und zu werten. Nimmst du für dich also die Wahrhaftigkeit der Vollkommenheit wahr? Nimmst du wahr, dass jeder Schatten nur durch das Licht möglich ist, dass also in jedem Schatten Licht ist? So weißt du etwas, das über den Schatten hinausgeht, bist eins mit allem, was ist, und musst dich nicht mit dem Schatten identifizieren. Du fürchtest jedoch auch den Schatten nicht, da du weißt, dass er nur existiert durch das Licht. Und somit bist du in einem geweiteten, in einem allumfassenden, deinem allumfassenden Zustand. Fokussierst du dich in deiner primären oder irgendeiner Wahl auf die Schattenrealität, die Schattenrealitäten, die Verdichtungen, so magst du dies als einzige Realität wahrnehmen. Und dies ist dir gewährt. Es gibt nichts dagegen einzuwenden. Lebst du in der Gewissheit der Harmonie? Lebst du im Erlauben, dass alles Teil der Harmonie ist, der Schatten wie das Licht, das Unbewusstsein wie das Bewusstsein, das Liebe durch Nicht-Verantwortung übernehmen, erzwingen, wie das Liebe fließen lassen, erlauben und sein. Erlaubst du all das und erlaubst du, dass alles Teil von allem ist, so eröffnet sich dir dein Sein in der Vollkommenheit. So eröffnet sich dir, dass je weniger du dich fokussierst, je weniger du die Schattenrealitäten nährst und versuchst zu belehren, zu verändern, je mehr von dem Allbewusstsein da ist. In jedem Moment, in dem du dein Bewusstsein in ein richtig und falsch hineingleiten lässt, in jedem Moment, in dem du versuchst zu positivieren und anderen eine andere Realität zuteil werden zu lassen, verlässt du dein Allharmoniebewusstsein, verlässt du das Erlauben der Schwingung der Liebe und betrittst selbst die Dichte, die Verdichtung, den Schatten, der sich in dem Moment anfühlt wie die einzige Realität. Denn du siehst die Sonne nicht, wenn du im Schatten stehst. Bist du jedoch das Licht, bist du alles, was ist, so erlaubst du alles, was ist. Und so ist das, was sich dir ergibt, nicht ein Werten von jenem, der sich Liebe erzwingt aus der Opferhaltung heraus, der nicht vergibt, um Opfer bleiben zu können. Du liebst, du liebst und liebst. Du bist die Liebe.
Du brauchst deine Liebe nicht zu begrenzen, um den anderen zu belehren. Du liebst. Du bist die Vergebung, die sich selbst auslöscht, da sie nicht gebraucht wird, da alles ist, wie es ist. Und du weißt, dass du selbst nicht nur in der Lage bist, alles zu sein, zu leben, zu erleben, in jeder Rolle, der und Täter, Opfer und Zeuge. Nein, du bist alles, was ist und weißt, dass du alles durch alles hindurch erlebst. Doch wählst du die Intensität deines Bewusstseins zu wirken durch dich hindurch. Du wählst die Intensität deines Bewusstseins im Wirken durch dein Sein hindurch. Du wählst dich zu leben, zu erleben, die Göttlichkeit ausgedrückt auf so vollkommene Weise durch dich hindurch, als Liebe, als Licht, als Gewissheit deiner Frequenz, deines Seins, deines Erlaubens. Erlaube, erlaube, lasse sein, Liebe. Es ist der Moment, in dem du in die Wertung gelangst und jemandem helfen willst, in dem du findest und fühlst, hier darf ich üben zu lieben, hier darf ich üben sein zu lassen, hier darf ich ergründen und erkunden, was sich wandelt, wenn ich das Angebot nicht annehme, den anderen zu belehren, zu bekehren und in eine bessere von mir aus, als bessere bewertete Realität zu führen. Wenn ich das Angebot nicht annehme, dem anderen zu helfen und stattdessen die Einladung der kosmischen Harmonie annehme, die Harmonie in allem zu erkennen, diese Position, dieses Gegenüber als Teil der Harmonie wahrzunehmen und diesen Teil zu lieben, einfach zu lieben, in der Entfaltung der Herzensfrequenz zu lieben. Das ist die Belehrung, die über jede Belehrung hinausgeht. Das Lieben, es belehrt nicht, es ist. Das Lieben, es fordert nicht, es tauscht nicht aus, handelt nicht, erwartet nicht. Das Lieben, es liebt, es lässt die Liebe fließen, es erinnert in allererster Linie sich selbst an seine Göttlichkeit, sich selbst an sein Strahlen, an sein Sein, an sein Erlauben der Rekalibrierung, Regeneration, des Lösens aller Empathie, Gefühlsaufnahmen von anderen, des Lösens der Verdichtungen, die miterlebt wurden, um auch die anderen Lebensentwürfe mitzufühlen, des Lösens all dessen, was mitgeleitet wurde und werden konnte, das Erlauben der eigenen Frequenz bedarf von dir, loszulassen, sein zu lassen, frei zu lassen und zu bezeugen,
wie die Verdichtungen, die durch das Mitfühlen entstanden sind, sich auflösen, sich herauslösen, herausgewaschen werden, herausblubbern, heraussprudeln. Reine Essenz, reines Licht, reine Liebe werden. Es fragt sich euch, wie es bei den Tieren ist. Haben sie die Möglichkeit, in ihrem vollen Bewusstsein des Selbst zu stehen? Sind sie sich bewusst über ihre Göttlichkeit? Wie ist es mit allem das, was nicht menschlich ist und verbal reflektieren und kognitiv kontrollieren kann? Wir sagen, jedes Wesen, das nicht reflektierend unterwegs ist, jedes Wesen, das Teil eurer Realität ist, sei es ein Tier, sei es eine Pflanze, sei es ein Tisch, ein Gegenstand, alles ist Liebe in Form und weiß um seine Liebe. Alles ist aus der Liebe heraus. Alles unterstützt dich und euch mehr, wenn es erkannt wird in dem, was es ist, reine Liebe. Alles hat ein Bewusstsein, wenngleich nicht alles ein fühlendes Bewusstsein hat, so hat doch alles Bewusstsein. Alles ist und existiert einzig und allein aus dem Bewusstsein heraus. Das Bewusstsein, sei es noch so verdichtet, ist ein Erleben. Du kannst, je mehr du fein fühlst, fühlen, wie sich der Stuhl fühlt, auf dem du sitzt, die Erde fühlst, auf der du trittst. Du kannst fühlen, wie sich die Tiere fühlen, mit denen du umgehst. Die Tiere, die in der freien Wildnis sind. Du kannst in alles hineinfühlen und jedes Bewusstsein erkennen. Aus diesem Selbstverständnis heraus ergibt sich nicht, dass du für alles verantwortlich bist. Jedes Wesen ist in seiner vollen Eigenverantwortung auf der Erde. Wenn dich jemand um einen Gefallen bittet, so kannst du fühlen, ob du bestimmt bist, diesen Gefallen zu erfüllen. Du bist jedoch nicht automatisch in der Verantwortung, diesen Gefallen zu erfüllen. Du bist in der Selbstverantwortung, immer einzig und allein in der Selbstverantwortung, indem du dich selbst verantwortest. Wählst du selbst, dich selbst, das Selbst, die Frequenz der Liebe, der Essenz, des reinen Seins. In dieser deiner Wahl bist du in deinem vollen Bewusstsein und Erlauben von dem, was du bist, was alles ist, im reinsten Ausdruck durch dich hindurch. Bist du in deiner Selbstverantwortung, so bist du die größte Inspiration für jedes Liebe-Ausdruckswesens in seiner Selbstverantwortung.
Nun magst du sagen, ein Wesen, wie ein Tier, wie ein Pferd, das auf einer Koppel steht, begrenzt durch diese Koppel, hat nicht die freie Wahl. Es unterliegt den Umständen, unterliegt dem, was mit ihm getan wird, den Menschen, die zu ihm kommen. Wir sagen, alles, was du im Außen erlebst, wählt sein Erleben ebenso, wie du deines wählst, auf Seelenebene zugestimmt. Es ist frei von Wertung, ein Ergründen von dem, was möglich ist, ein Erleben verschiedener Optionen, ein Erleben des Reichtums, der Fülle des Lebens auf Erden, in Form. In dem Moment, in dem du fühlst, jemanden oder etwas schützen zu müssen, gehst du in die Eigenverantwortung, in die Verantwortung, mit der du kontrollierst. Aus der Selbstverantwortung heraus, aus dem Bewusstsein dafür, dass du alles bist, so wie dein Gegenüber alles ist, auch das Pferd auf der Koppel, auch der Stuhl, auf dem du sitzt. Aus diesem Wissen, Fühlen und Leben heraus, aus diesem Erlauben heraus, verändert sich die Frequenz, verändert sich deine Frequenz und verändert sich das Feld, das dich umgibt und so mit dem zur Verfügung steht, auf dem du sitzt und mit dem du umgeben bist, das in deinem Leben ist. Diese Frequenzveränderung des Feldes verändert das, was im Außen möglich ist. Du brauchst also niemals zu verhindern, denn das Verhindern wollen oder müssen, das Gefühl der Verantwortung für etwas, bringt dich in die Enge, bringt dich in den Verstand, bringt dich in die Abgrenzung, Abtrennung. Aus der Abtrennung heraus ist dein Einflussbereich unbedeutend und nichtig im Vergleich zu dem, wie das, was durch dich fließt, einen Unterschied macht, wenn du zulässt, erlaubst, dass das Göttliche, die Frequenz der Liebe durch dich fließt und dein Feld eines der Liebe ist. Ein Feld der Liebe, in dem Liebe herrscht. Und du weißt, ihr wisst, dass Liebe nicht auf übliche Weise herrscht, dass Liebe einlädt und erinnert und somit auf eine ganz andere, eine ganz subtile, ganz tiefe, ganz freie Weise herrscht. In dem Moment, in dem Liebe herrscht, ist alles von Liebe geflutet, nicht von Liebe beherrscht im herrschenden Sinne, doch von Liebe durchdrängt. Diese Frequenz, die jeweils höchste Frequenz, diese Frequenz, wird sie erlaubt, wird sie durch dich fließen gelassen. Diese Frequenz eröffnet das Feld, ermöglicht all das, was im Feld ist, Ausdruck von Liebe zu sein, verändert alles Geschehen in dem Feld. Was nicht stimmig ist, entfällt. Es sucht sich ein anderes Feld. Was nicht stimmig war, sucht sich einen neuen Ausdruck, der kompatibel ist mit dieser Frequenz der Liebe. Du brauchst nur einzig und allein
deiner inneren Klarheit und Wahrheit zu folgen. Wir sagen hier nicht, dass du alles zulassen sollst. Wir sagen hier nicht, dass du Ja-Sager sein sollst. Wir sagen, dass du erlauben darfst, dass du, indem du erlaubst, neue Welten schaffst, aus der Selbstverantwortung heraus, nicht aus der Verantwortung für irgendeinen anderen oder aus deinem begrenzten Bewusstsein heraus. Will sagen, wenn du für dich in deiner Selbstverantwortung fühlst, dass ein Feld für dich nicht gut ist, dass du einen Menschen nicht zu dir einladen möchtest, so gibst du ihm Ausdruck, diesem, was du fühlst, was für dich richtig ist. Du stehst für dich ein. Niemals übergreifend auf andere leben, nein. Erfüllend deinen Raum, dein Leben, dein Sein, deinen Moment, dein Feld. Dies ist der feine und doch sehr große Unterschied zwischen dem übergriffigen Verantwortung übernehmen, bei dem du aus dir selbst herausfällst, dein eigenes Feld verlässt, um ein anderes zu bereinigen, zu schützen, heil zu machen, zu reparieren und dem in deinem Feld verweilen, aus deinem Feld heraus sein und deiner Schwingung gemäß Ja und Nein zu sagen zu dem, was dir gegenüber als Einladungen kommt, als Impulse, was aus dir heraus als richtig und falsch spricht. Erlaube dir, dich selbst, und wann immer du dich fragst, ob du dies oder jenes zulassen kannst und darfst, ob du nicht in der Verantwortung für dieses oder jenes Wesen, für diesen oder jenen Gegenstand bist, für diesen oder jenen Menschen, für dieses oder jenes Tier, für dieses oder jenes Kollektiv von, wann immer sich dir die Frage stellt, ob du nicht verantwortlich bist dafür. Bring dich zurück in das Bewusstsein, das selbst die Verantwortung für alles trägt, das selbst das Göttliche, das höchste Sein, die Schöpfung, der Ursprung, die Quelle, das Licht, die Liebe, Gott, ist in der Verantwortung für alles, selbst das Bewusstsein jedes Einzelnen ist in der Verantwortung für dessen Ausdruck, dessen Erleben, dessen Form, dessen Leben. Dein Bewusstsein über diese Verantwortung des Selbst, des jeweiligen Selbst, des Selbst, was alles ist die höchste Heilung, die du anbieten kannst. Nicht du bist es, die etwas tut für den anderen, nein, du erlaubst dich selbst zu erinnern,
was das andere ist und wo die Verantwortung für das andere liegt, im Göttlichen. Dieses dich selbst erinnern ist eine Welle von Erinnerung, die das andere durchflutet und die Realität wandelt. Sichtbar oder nicht sichtbar, dies spielt für dich keine Rolle, denn du hast erinnert dich selbst und das Feld. Du hast erlaubt das Selbstbewusstsein, die Selbstverantwortung in jedem, so wie in dir selbst. Und trittst wieder ganz und gar und vollkommen in deine Selbstverantwortung. Zuletzt möchten wir noch Bezug nehmen auf die Frage, was geschieht, wenn von außen Eindrücke auf dich einprasseln, die dir das Gefühl geben, du müsstest anders sein, anders handeln, um hineinzupassen, um das, was du bewirken möchtest, zu bewirken. Es ist ein Stück Einladung, aus der Selbstverantwortung herauszutreten. Es ist ein Stück weit ein Spiel, dich aus deiner Mitte herauszulocken. Ein Spiel, das du mit dir selbst spielst. Der Verstand, der dich wieder einladen möchte, doch lieber rational und auf der Ebene des Bezeugten, des Erlebten zu handeln. Nimmst du also Erwartungen von außen wahr? Nimmst du wahr, woran gemessen wird? Werden dir die Maßstäbe anderer bewusst, die an dein Handeln angelegt werden? So hast du die Möglichkeit, nun diesen Maßstäben gerecht zu werden und aus deinem Selbst, deiner Selbstverständlichkeit, deiner Selbstfrequenz herauszutreten und kontrollierend in der Dichte der Materie und der anderen Realitäten vibrierend herauszuhandeln. Du hast auch die Möglichkeit, in deinem Fluss der Liebe des Seins zu verweilen und aus dir selbst heraus den Situationen zu begegnen. Du überwindest damit die Wertmaßstäbe der anderen, überwindest die Realitäten, die dir angeboten werden und wählst Realitäten, die weit darüber hinausgehen, die von diesen Maßstäben nicht erfasst werden können, Realitäten, die vom Verstand nicht beschrieben werden können, die äußerlich anders oder gleich erscheinen mögen wie das, was befürwortet oder abgelehnt wurde, und doch auf ganz anderer Ebene wahrgenommen werden und somit ganz anders erlebt werden. Du gehst über das Sichtbare hinaus, erhebst dich von dem Blick des Wurms, so sagen wir es hier, zu dem Blick des Adlers. Du siehst, dass das, was dein Verstand dir an Hilfsmitteln geben kann, begrenzt ist. Ebenso begrenzt wie dein Denken und die Maßstäbe, die du dir vorstellen kannst, die du siehst und die du erfüllen kannst. Du erlaubst, dass diese Begrenzung dich schützen will, dir Gutes will. Und du gehst darüber hinaus, da du weißt, dass diese Maßstäbe dort enden, wo du anfängst, in der Unendlichkeit, in der Ewigkeit, in der Liebe, in dem Fluss des Seins. Das ist, wo du beginnst, im Fluss des Seins. Das ist, was du durchbringst, den Fluss des Seins. Das ist, was du anbietest,
den Fluss des Seins. Denkst du also etwas anzubieten, das anders ist als die Liebe, das Licht, der Fluss des Seins, die Glückseligkeit, die Harmonie, das Selbst, die Göttlichkeit, so begrenzt du dich und spielst in einem begrenzten Sandkasten, an dessen Regeln du dich zwar halten, mit dessen Regeln du jedoch nicht gewinnen kannst. Dein Gewinnen ist nicht das Beherrschen des Sandkastens. Dein Gewinnen ist das Erlauben, dich diesem Sandkasten auszuschütten, nicht wegzuschütten, nicht zu verausgaben, nein, den Fluss zu erlauben in diesen Sandkasten hinein. Dich erlauben, Flussbett zu sein. Du bist dann nicht mehr angehaftet an das Wie und auf welche Weise des Flussbettes. Du weißt, du fließt und dein Fließen, dein Lieben, dein Bewusstsein fließen lassen, zur Verfügung stellen, das Feld damit bereichern, ist alles, was zählt, ist das, was orchestriert wird auf göttliche Weise. Und du erlaubst diese auf göttliche Weise Orchestrierung, ohne an diesem oder jenem anzuhaften. Du magst einen Wunsch äußern, magst ein Gebet sprechen, um diese oder jene Erfahrung erleben zu dürfen. Und doch bist du frei in dem, wie du verwendet wirst als Instrument auf Erden, als Flussbett für die Frequenz der Liebe, als Portal durch das höchste Bewusstsein fließt. Wir lieben dich. Wir lieben euch, wir sind die Liebe, die du bist. Wir sind das Licht, das durch dich fließt. Wir sind, was du bist, denn alles ist eins. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.